Ich bin Christian Vogelsang, 57 Jahre, geboren in Bochum und wir sitzen hier bei mir im Büro. Unsere Firma gibt es seit 100 Jahren. Wir arbeiten schon immer in der Instandsetzung elektrischer Maschinen für die Schwerindustrie, ähm, bis zum Anfang der 80er Jahre mit dem Schwerpunkt Steinkohle, Bergbau und Stahlindustrie und seit Mitte der 80er Jahre mit dem Schwerpunkt mehr auf die produzierende Industrie hier dieser Region. Wir sitzen hier in Bochum-Wattenscheid, wo wir auch Anfang der 70er Jahre aus der Bochumer Innenstadt hingezogen sind. Wir sind 1918 gegründet, deshalb der Erste Weltkrieg gerade wahrscheinlich nach dem Ersten Weltkrieg, so ganz können wir das nicht mehr nachvollziehen, welches Datum da genau herangezogen wird. Der Zweite Weltkrieg in der Bochumer Innenstadt, zerbombt, ausgebombt, deshalb musste da wieder aufgebaut werden, um dann, das war damals so, mit der Genehmigung der Alliierten wieder produzieren zu dürfen, um dann in den 70er Jahren, weil wir da recht gut gewachsen sind in der Innenstadt von Bochum, durch die Emissionen und durch den Platz, den wir zur Verfügung hatten, nicht mehr ausreichend, also nicht gut positioniert waren, weshalb wir dann einen neuen Standort gesucht haben. Dann sind wir hier nach Bochum-Wattenscheid gezogen. Und mit dem Bau einer für damalige Verhältnisse aus der beengten Innenstadt kommend, eine rechteckige Werkstattstruktur, hatten wir einen Produktivitätszuwachs und haben damals sehr gutes Geld verdient und sind somit über die Jahre dann hier am Standort, wo wir die Möglichkeit hatten zu wachsen, über die Jahre jetzt gewachsen. Der Hauptkern der Firma ist die Instandsetzung elektrischer Maschinen für die Industrie. Wir kümmern uns dann noch um die Automatisierungstechnik und die Klimatechnik. Das sind beides Aktivitäten, die mein Vater ins Leben gerufen hatte. Am Klimagerät ist ein Kabel dran, also hat es was mit Elektrotechnik zu tun, hat er gesagt, das können wir machen. Und die Automatisierungstechnik kam aus einem Projekt, was wir hier hatten, wo wir einen Prüfstand automatisiert haben mit jemandem zusammen, der seine Diplomarbeit damit geschrieben hat. Und da hat mein Vater sich gesagt, wenn wir das brauchen können, können das auch andere gebrauchen. Und daraus ist dann auch ein Unternehmen entwickelt worden. Also für damalige Verhältnisse, damals hätte man gesagt, Neugründung, heute wird man Start-up sagen, aber das gab es damals noch nicht. Also Bochum ist für uns vom Standort her mitten im Ruhrgebiet und als auch eine der Wiegen des Bergbaus und der Steinindustrie ein sehr guter Standort, weil das letztendlich und da letztendlich unsere Kunden sind und wir somit die Kundennähe haben. Von Bochum sind wir damals aus der Innenstadt weg nach Wattenscheid gezogen, weil in Bochum keine Flächen mehr zur Verfügung waren. Aufgrund der Neugründung von Opel, der Ansiedlung von Opel und der Gründung der Ruhr-Universität war in Bochum einfach für einen Betrieb für unseren keinen Platz und da sind wir nach Wattenscheid gekommen, um dann durch die Eingemeindung in der Mitte der 70er Jahre von Wattenscheid nach Bochum wieder in Bochum zu landen. Heute ist das Ruhrgebiet immer noch ein industrieller Standort, von daher Kundennähe ist, denke ich mal, immer noch wichtig, von daher sind wir gut positioniert. Die Nähe zu den Märkten, die wir bearbeiten, ob das die Niederlande sind oder Norddeutschland und Süddeutschland, ist durch die Infrastruktur eigentlich gegeben. Deshalb ist Bochum für uns weiterhin ein sehr guter Standort. Ich wohne hier mein ganzes Leben. Ich war zwischendurch auch mal weg. Ich war zum Studium weg, habe auch mal woanders gearbeitet. Ich fahre auch immer wieder gerne in Urlaub und ich bin geschäftlich viel unterwegs. Aber wenn ich aus dem Norden komme und sehe die Türme der Raffinerien in Gelsenkirchen, dann weiß ich jetzt gleich, bist du zu Hause. Also von daher, Bochum ist sicherlich nicht die schönste Stadt und wir haben nicht die schönste Umgebung. Aber ich denke, Bochum definiert sich für mich einfach durch meine Freunde und mein gutes Leben, was ich hier führen kann. Die Herausforderungen des Klimawandels betreffen uns natürlich erstmal direkt, dass wir unseren eigenen CO2-Fußabdruck in der Produktion im Auge haben und verbessern müssen. Das ist, denke ich mal, unsere aller Aufgabe, dass wir daran arbeiten. Aber es betrifft uns noch mal stärker, weil unsere Kundschaft ist im Grunde genommen die Schwerindustrie. Und die Schwerindustrie, die aufgrund der hohen Energiepreise, aufgrund der Umweltauflagen und Regularien hier in Europa einen relativ schweren Stand hat, kostengünstig zu produzieren. Wenn die weggehen, dann wird es auch für uns schwierig, weil dann eben unsere Kunden weg sind. Und dann müssen wir wahrscheinlich hinter unseren Kunden her. Rein wirtschaftlich, denke ich mal, ist im Moment die Gesundheitswirtschaft und die IT durch den neuen Campus der Cyber Security des Fraunhofer Institutes. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir uns mit diesen neuen Technologien da auseinandersetzen. Gesundheitswirtschaft bei einer alternden Gesellschaft ist sicherlich auch gut. Ich glaube, dass Bochum da eine neue Identität finden kann. Wir haben, ich glaube, 7 Hochschulen in Bochum. In Summe 40.000 Studenten oder vielleicht sogar ein paar mehr. Ich weiß es gar nicht, wie die Zahl aktuell ist. Also wir sind eigentlich bei den 350.000 bis 360.000 Einwohnern, 40.000 davon, das sind ein Siebtel, ein gut knappes Siebtel. Das sind einfach, wir sind eigentlich eine junge Stadt und für die müssen wir eigentlich so attraktiv bleiben, dass sie tatsächlich für die jungen Leute, dass sie bleiben und dass wir denen hier Arbeitsplätze bieten in interessanten Industrien oder in interessanten Branchen, die wir haben, dass wir uns, ich denke mal, hinter Berlin nicht unbedingt verstecken müssen. Im Moment rennt jeder nach Berlin, weil das ja so hip ist.
Aber wir bieten im Grunde genommen das Gleiche wie Berlin. Wir haben die gleichen gentrifizierten Viertel, wir haben die gleiche, ich sage mal, Kunst- und Kulturszene, haben wir sicherlich auch keine schlechte hier im Ruhrgebiet. Das, was wir hier im Ruhrgebiet im Vergleich zu anderen Metropolen nicht hinkriegen, dass wir uns als Ruhrgebiet, als Zusammenschluss mehrerer Städte besser präsentieren, sondern dass wir immer sprechen von, es gibt Essen, es gibt Bochum, es gibt Dortmund, es gibt Herne und Gelsenkirchen. Und das ist eigentlich der Fehler. Wenn wir uns mit der Identität Ruhrgebiet besser präsentieren, dann könnten wir, glaube ich, mit vielen Regionen dieser Welt gut im Wettbewerb stehen. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass wir die World University Games hier im Ruhrgebiet haben, wie wenig Aufmerksamkeit das im Moment noch so ein bisschen hat, dann ist da sicherlich noch Luft nach oben, dass wir uns hier als Ruhrgebiet besser präsentieren. Also ich glaube, die Bochumer sind auf einem ganz guten Weg, die Stadt lebenswerter zu machen, ob das die Integration von Grünflächen sind, ob das ähm, ich sage mal, der Ausbau oder die Veränderung der Verkehrssysteme ist, ob das der Neubau von Wohngebieten ist, die ins Grüne hineingebaut werden, dass die Leute nicht mehr nur an der Alleestraße ohne Bäume wohnen, sondern tatsächlich auch schön im Grün wohnen können. Das wäre eine Utopie für mich. Bochum hat es meiner Meinung nach im Moment ein bisschen schwer, sich neben den Großstädten Dortmund und Essen zu positionieren, weil die sind einfach größer und in Essen sind die großen Konzerne, in Dortmund sind die Versicherungen und die IT angesiedelt. Bochum erfindet sich gerade neu über das Gesundheitswesen. Ich glaube, dass Bochum ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben müsste, um sich als Standort nicht nur für die Ansiedlung von Unternehmen, aber auch für die Ansiedlung von jungen Leuten, die ihr Leben wollen, attraktiver zu machen. Ja, Utopie, keine Ahnung, das müssten eigentlich junge Leute beantworten, die sagen, was erwarten Sie denn, wenn Sie irgendwo hinziehen wollen? Die meisten Leute ziehen irgendwo hin, weil sie hier eine gute Arbeit suchen, weil das bedingt ja, man muss arbeiten, sonst geht es eben nicht. Und deshalb müssen wir meiner Meinung nach es hinkriegen, dass wir diese Schmuddelecken, die wir immer noch in Bochum haben, vielleicht so umgestalten, dass sie als Wohnstätten attraktiv für jüngere Leute werden, um nicht über die Zeit zu veralten und dann auszusterben. Dazu kommen dann noch vielleicht die Innenstadt, die jetzt auch im Moment nicht so attraktiv ist. Da müsste man sich meiner Meinung nach Gedanken machen, ob man vielleicht die Verkaufsflächen mal ein bisschen reduziert, um die vorhandenen Flächen attraktiv zu gestalten und die Ränder dann ja, neu zu denken. Also die untere Kortumstraße zum Beispiel gehört meiner Meinung nach mal überdacht, weil da ist im Grunde genommen das Angebot nicht besonders attraktiv. Und wenn man das konzentrieren würde, würde das, glaube ich, Bochum ganz gut tun. Also meine Vorstellung von Glück als private Person ist im Grunde genommen, dass ich meine Familie und meine Freunde habe und eine gute Zeit mit denen verbringen kann. Dazu gehört natürlich einmal die Gesundheit. Das ist, glaube ich, das hat jeder, das ist auch ganz normal. Und dann, dass ich das Glück habe, ähm, durch die Arbeit finanziell so gestellt zu sein, dass ich meine eine schöne Freizeit im Grunde genommen gestalten kann. Als Unternehmer, ja, ist Glück hat ja ein bisschen was damit zu tun, kann man eigentlich nichts für. Aber Glück als Gemütszustand ist, glaube ich, wenn wir es hier hinschaffen, den Strukturwandel, der im Ruhrgebiet angefangen ist, konsequent weiterzugehen, um auch weiterhin hier im Ruhrgebiet Arbeit anbieten zu können und nicht als Schmuddelregion von Deutschland zu enden. Das wäre für mich ein Glück, wenn wir das im Ruhrgebiet hinkriegen. Aber da sind wir, denke ich mal, auf dem Weg.